Die Nachrichten. Heute geht es um den österreichischen Bundespräsidenten Van der Bellen. Herr Van der Bellen, Sie haben Lobesgesenge über die Europäische Union gemacht. Sie sagen, eine Feierstunde von 25 Jahren der Mitgliedschaft an die Europäische Union. Ich sage Ihnen, das ist ein Trauerspiel. 25 Jahre Knechtschaft, 25 Jahre Bevormundung und 25 Jahre keine Freiheit mehr. 25 Jahre Abschaffen jeder Formität. Wir haben keinen Schilling mehr. Wir haben vieles nicht mehr, was wir früher mal hatten. Unsere Jugend hat keine Aussicht mehr auf Perspektive. Keine Perspektiven heißt Depression. Und das soll gut sein. Herr Bundespräsident Van der Bellen, Sie reden, die Lobesgesänge, die waren einfach nur schrecklich. Schrecklich und schrecklich. Schrecklicher ginge es nicht mehr. Weil Sie sprechen von einer Europäischen Union, die wir uns vielleicht wünschen würden, aber wir sie nicht haben. Wir haben keine Europäische Union, die an das denkt, dass viele Menschen zum Beispiel in Afrika nicht ihrer Wirtschaft beraubt werden. Sie denken nicht vielleicht daran, diese idiotischen Unterstellungen wegen diesen blöden Gurken. Was wollen wir damit? Wollen wir das wirklich? Wollen wir nicht eine Europäische Union oder ein Europa haben, wo wir wirtschaftlich zusammenarbeiten? Brauchen wir wirklich so ein zweites Vereinigte Staaten von Amerika? Nein, das brauchen wir nicht. Wir sehen es doch jetzt. Die Corona-Krise zeigt uns es. Die Corona-Krise hat uns bewahrt vor dem weiteren Schritt der EU. Man stelle sich vor, die Europäische Union hätte das Zepter in der Hand gehabt. Das wäre der Schrecken der Nation. Versklaven würde jetzt passieren. Jeder hätte diese Verfolgungs-App. Wenn auch, würde ich auch sagen, dann würde die Europäische Union sicherlich den Menschen eine Halskrause um den Hals legen, die man nicht abmachen kann, und dann hören, sehen, was jeder einzelne Bürger macht. Jeden Schritt überwachen. Das ist die Europäische Union. Sie, Herr Van der Bellen, sind Sie nicht einer von den Grünen gewesen? Haben Sie nicht grüne Gedanken in sich? Dann befürworten Sie das. Dann befürworten Sie das, dass Frauen mit Kopftüchern bezwangsgerückt werden und dann angewiesen werden zu sagen müssen, sie machen das ja freiwillig. Wissen Sie eigentlich, was das alles bedeutet? Nein, das wissen Sie nicht, weil Sie in Ihrem Gehirn so wenig Intelligenz haben, dass Sie das nicht beachten können. Verzeihen Sie mir den Ausdruck, aber wie soll ich es sonst formulieren? Diese Lobesgesänge von 25 Jahren Beitritt, das müssten Sie eigentlich anders benennen. 25 Jahre der Republik Österreich, der Untergang, der Untergang. Die Briten haben es sehr wohl geschafft, diesen ungeheuerlichen Verein zu verlassen. Bitte, ich sage auch dazu, denken wir mal zurück, vor den 25 Jahren, da hatten wir auch eine Wirtschaftsgemeinschaft, die EFTA. Ja, viele werden das vielleicht nicht mehr wissen. Wir wissen es sehr wohl. Und da ging es uns gut. Sehr gut sogar. Nicht so wie jetzt. Die Gurkenkrümmung, Obst im Meer, Milchpulver nach Afrika, die kriegerischen Auseinandersetzungen, dann einen Disputen, Erdogan, alles in den Rachen schieben. Das soll gut sein? Das kann ich mir nicht vorstellen, Herr Van der Bellen. Bitte arbeiten Sie daran, dass diese Europäische Union in diesem Konstrukt, wie sie jetzt besteht, aufgelöst und weggemacht wird. Ja, dann würden die Menschen freier sein.
Oder haben Sie Ihren Bürgern einmal gesagt, was Sie so im Jahr einbezahlen? Das rechnen Sie mal bitte hoch. Wenn Sie das hochgerechnet haben, werden Ihre Bürger feststellen, dass dieses Geld in Österreich viel besser angelegt wäre. Wir Katzen, wir haben uns davor bewahrt, wir machen solchen Blödsinn nicht. Wir sind Katzen. Jede Katze ist anders. Jede Katze hat ein eigenes Gefühl. Aber das kennen sie anscheinend nicht. Die Freiheit ist durch ihre Regierungsbeteiligung, ja, sehr hat sie gelitten, die Freiheit. Kein Mensch darf sich gescheit bewegen. Haben Sie darüber nachgedacht? Und ich sage den Österreichern und Österreicherinnen, ganz wichtig, bitte denkt immer daran, lasst die Europäische Union links liegen, macht ein Volksbegehren und tretet aus diesem Verein wie Großbritannien aus. Und ihr werdet sehen, man wird euch einreden, es geht euch viel, viel schlechter. Man wird euch einreden, ja, die Europäische Union hat Frieden gebracht. Ja, den Frieden, den haben wir gesehen. Nennen wir nur daran, was hat die Europäische Union gemacht? In Katalonien. Ein Volk möchte die Unabhängigkeit. Nichts haben sie gemacht. Sie haben Truppen noch gesendet. Das ist die Europäische Union. Niederknüppeln, und das sehen wir ja auch in Deutschland. Deutsche Polizei geht auf unbändige Menschen los. Menschen, die sich einfach auf die Straße setzen und gegen den Corona-Wahnsinn sich wehren. Und was haben sie gemacht? Sie haben ältere Menschen einfach niedergeknüppelt. Und das ist die Europäische Union. Wo ist sie denn? Was macht sie Soziales? Nein, sie raubt euch aus. Und davor müsst ihr euch schützen und bewahren. Tretet auf und macht ein Volksbegehren und dann hoffentlich stimmt die Mehrheit dafür, was ich auch denke, dass sie dafür stimmen wird. Aber eines muss auch gesagt sein. Bei der letzten Bundespräsidentenwahl, ja, die wiederholt werden musste und danach wieder Wahlbetrug besteht, ja, wenn eine Volksbegehren stattfinden soll, bitte wacht darüber. Wacht darüber, dass die Stimmen auch richtig ausgezählt werden. Und man braucht nur die Frage ganz einfach stellen. Wollen Sie einen Verbleib in der Europäischen Union? Ja oder nein? Das wäre ganz eine einfache Frage, die jeder beantworten kann. Und dann würden Sie sehen, was das Volk denkt. Herr van der Bellen, machen Sie kein Lobgesenge auf diese Europäische Union. Das ist ein grausames Stück, ein monströses Konstrukt, wo Milliarden verschwinden. Mit diesem Geld könnte man sehr viel machen. Es müsste keine Armut mehr in Österreich geben, es müsste auch keine Armut in Deutschland geben und auch nicht in anderen Ländern. Denn die Gelder werden zum Fenster hinausgeworfen und dann hat es niemand gewusst. Und in diesem Sinne sage ich euch, denkt daran, schwört ab, befreit euch von dieser Last und euch wird es besser gehen. In diesem Sinne, schönen Tag.